Hey, ich kenne dich nicht, aber ich weiß, dass wir etwas gemeinsam haben. Eine Sache, die alle Menschen gemeinsam haben. Bist du sicher, dass du nichts willst? Der ist echt gut. Nee, ich habe so spät gefrühstückt. Apropos spät, ich muss echt los. Ich habe ganz vergessen. Ich wollte meinem Papa noch bei was helfen. Sorry, Leute. Was machst du denn da? Da hast du einen Tag mal nichts zu tun und trotzdem kommst du nicht zur Ruhe? Lass mich doch einfach mal in Ruhe, Papa. Oh Mann, ist die dünn. Wäre auch gerne so dünn. Wird so gut aussehen. Hätte gern so einen flachen Bauch, so dünne Beine. Ach, scheiße, ich werde eh nie so aussehen. Hi. Hey du, ich wollte gleich mal vorbeikommen. Hab mal meine Mama Klamotten aussortiert. Und da ist bestimmt was dabei, was dir gefällt. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich zum Sport gehen. Du warst doch schon ungefähr 5-mal die Woche trainieren. Lass es doch einfach mal ausfallen. Okay, na gut. Perfekt. Wir sehen uns. Okay, bis gleich. Bis gleich. Also die Klamotten, die werden dir echt so gut stehen. Wir werden ja sehen. Hier, schau mal das. Wie findest du das? Nee, ist nicht so mein Ding. Dann hier das hier. Das kannst du immer mal gebrauchen. Nee, davon habe ich schon genug. Okay. Okay, Pause ist vorbei, es geht weiter. Wenn ich mich erinnere, wir waren bei Ursachen für Mobbing. Ja, Carla? Ja, zum Beispiel, wenn jemand ungewöhnliche Hobbys oder Interessen hat. Ja, spontan ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn jemand beim Sport sich für eine Sportart extrem begeistert oder extrem interessiert. Ja, Sport ist schon mal eine gute Idee. Das führt uns eventuell noch zu einem anderen Ansatzpunkt. Irgendeine Idee? Ja, Melly? Vielleicht allgemeines Aussehen, also vielleicht auch gerade so der Körperbau. Schwachsinn. Okay. Wie meinst du das jetzt? Ja, ist doch Schwachsinn, dass man anderen Leuten die Schuld dafür gibt, dass man fett ist. Also ich finde, dass jeder selber dafür verantwortlich ist, was er isst und wie viel Sport er macht. Ist das dein Ernst? Natürlich gibt es Menschen, die nichts dafür können. Denk doch allein mal an fettleibige Menschen. Also jeder Mensch kann ja auf seine Ernährung achten und Sport machen. Also dafür ist jeder für selber verantwortlich, für seine Figur oder für sein Aussehen. Und was ist mit kranken Menschen? Leute, die mit ihrem Gewicht Probleme haben, weil der Körper ihnen Probleme macht? Ja, und dort gibt es ja genug Möglichkeiten. So, ne? Also man kann sich ja den Magen von mir aus verkleinern lassen oder Fett absaugen lassen. Das ist ja jetzt nicht das Problem, oder? Okay. Und was ist mit Leuten, die zu wenig essen, die zunehmen müssen? Ach, die sind doch behindert. Entschuldigung? Die sind vielleicht nicht richtig im Kopf. Aber behindert darfst du die jetzt nicht nennen. Und warum? Das ist doch völlig bekloppt, sich zu Tode zu hungern, nur wenn man dünn sein will. Ist alles gut bei dir? Jeder von uns hat seine Probleme. Man darf sie nur nicht verschweigen, denn sonst bleiben sie unerhört.